Die Produktion von neuen Inhalten unter Einsatz von 8 mm Filmmaterial ist ja eins seiner ganz großen Themen. Aber du hast ja auch ein richtiges Kompendium geschrieben über Super 8 Projektoren. Das habe ich auch, das ist super. Gucke ich immer wieder gerne rein. Dankeschön. Die werden natürlich wiederum eingesetzt in der Super 8 Sammlerszene, diese Projektoren. Hast du zu diesem Nischenthema einen Bezug? Also ich finde es nichts schöner als eine originale Projektion, eine Super 8 Projektion. Du hörst den ratternden Projektor, du siehst tolle Filme. Es führt mich immer sofort zurück in meine Jugend. Zu den Spielfilmfassungen habe ich dann einen Bezug, wenn es komplette Filme sind. Das interessiert mich sehr. Weniger, wenn es Kurzfassungen sind. Damit kann ich jetzt also relativ wenig anfangen, weil ich finde, es ist auch unter künstlerischen Gesichtspunkten, sagen wir mal so, ich möchte von meinem Buch auch nicht sehen, dass die ersten 70 Seiten noch da sind und der Rest fehlt. Ja? So würde ich es bei Spielfilmen auch sehen. Ja? Also, dass sich irgendjemand daran zu schaffen macht, aus 90 Minuten 25 Minuten zu machen, no way. Das finde ich halt interessant. Ne? Für dich ist es ein No-Way, No-Go. Und das ist genau das, was ich so interessant finde. Tatsächlich? Und spannend. Ja, das ist das, was mich fasziniert. Also ich würde mir jetzt keinen kompletten Film auf Super 8 angucken. Aha, ja, witzig. Und am besten sind schlechte Filme in 17 Minuten. Okay. Also in sich komplett lang schlechte Filme, meinst du, die dann auf 17 Minuten noch eine andere Schlechtigkeit und aufgrund der Zielgruppe, die damals ja angesprochen wurde, gibt es wahnsinnig viel unglaublich schlechte Filme auf Super 8. Ja, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Vielleicht müsste ich mir das mal angucken. Ja, also da musst du mal kommen. Ja. Also ehrlich gesagt, ich weiß das nur von Tommy Barkes Schmalfilmabend aus Hannover, der auch da mal eine Aufführung in Hamburg gemacht hat. Die habe ich mal gesehen. Da waren tatsächlich auch solche Ausschnitte zu sehen. Das war extrem lustig. Und dann gibt es ja diesen Menschen, der mit einer Dame zusammen rumreist und ein Super 8 Orchestra macht, ein Mann aus der Schweiz. Und der verwendet ja teilweise auch Ausschnitte aus Spielfilmen, die dann musikalisch unterlegt werden. Das ist auch super witzig. Also ein Freund von mir, der alle 2 Monate in Mannheim in einem kommunalen Kino auf der großen Leinwand Super 8 Surprise-Abende macht. Da wird dann irgendwann, zu später Stunde, gehen dann die Shots rum. Ja. Auf Kosten des Kinos. Ne? Okay. Ja. Damit dann alle in Stimmung sind. Ja. Mit Alkohol geht Super 8 immer. Ja, geht eigentlich alles. Ne? Okay. Ja. Also für solche Abende ist das toll. Aber also um quasi sich allein oder mit jemandem zusammen sich so einen Film anzusehen, also das habe ich bisher nicht als Vergnügen erlebt, muss ich sagen. Aber hast du die falschen Kompagnons gehabt? Ja, oder die falschen Filme gesehen. Oder das, oder beides. Ja, aber es kann ja noch kommen. Aber du kennst ja sicherlich massenhaft Super 8 Sammler. Ja? Wie erlebst du die? Ja, also zum einen ist das natürlich eine aussterbende Spezies, ganz klar. Ich sag mal, das Thema Super 8 sammeln begrenzt sich ja auf die Filme von damals und auf Projektoren, mit denen man das wiedergibt, während eben das Thema Schmalfilm heute durch Computer und Digitalisierung auch weitergetragen wird und auch noch neu nutzbar ist. Das bedeutet natürlich, dass die Sammler sehr unter sich sind, dass da eigentlich nichts mehr nachwächst, ist jedenfalls schwierig, das jüngeren Leuten zu vermitteln. Ich finde es toll, dass es Leute gibt, die das als Hobby haben. Es ist eine tolle Sache. Und man sieht ja in Deidesheim zum Beispiel, dass da auch immer noch ein reger Austausch stattfindet, dass viel getauscht wird, dass viel verkauft, aber auch noch gekauft wird. Und solange das ein reger Markt bleibt, ist doch alles super. Du hast vorhin gesagt, dass du mit diesen Kurzfassungen nicht so viel anfangen kannst. Dann hast du Super 8 Kopien zu Hause von zum Beispiel einem kompletten Film? Ja, ich habe zum einen eben Cabaret von Liza Minnelli als Komplettfassung. Ich habe auch so ein paar kürzere Geschichten. Es gab doch mal dieses
Fußballspiel der Tiere oder so Ja, hieß das. ja, Genau. Also das zeige ich manchmal zu Weihnachten. Also ganz so ist es ja doch nicht, dass ich da gar nichts ich merke schon, zeige, ich merke Untiefen auf. Ja. Aber der ist auch noch in gutem Zustand. Und das finde ich eben das eigentlich Traurige, dass meist die Filme in einem schwierigen rot-blauen Zustand sind und es ist eigentlich nicht mehr so schön ist, sie zu sehen. Welche Bedeutung würdest du Super 8 in der Mediengeschichte zuordnen? Ja, das ist ein schwieriges Thema. Also ich finde ja, das Thema Schmalfilm ist immer so ein bisschen herablassend behandelt worden von Leuten, die sich die echten Künstler nennen, die echten Filmemacher sind und früher dann eben mit 16 oder 35 mm heute digital arbeiten. Schmalfilm nicht so sehr gesehen als Einstiegsmedium, um Ideen umzusetzen, sondern mehr so als das mickrige Heimkinoformat für Leute, die im Urlaub auch mal ein bisschen was drehen. Dabei war es ja früher eigentlich das einzige bewegte Medium, mit dem du als junger Mensch einsteigen konntest, um kreativ Geschichten zu erzählen. Ne? Und das, finde ich, wird so ein bisschen scheel angeguckt von Leuten, die eben meinen, die echten Künstler und die echten Filmemacher zu sein. Und ich denke schon, dass da die Bedeutung etwas unterschätzt wird. Ne? Das hat auch die Bedeutung dafür, dass ja viele mit Super 8 angefangen haben. Ne? Also auch viele Stars in Amerika haben mit Super 8 angefangen und sind dann später weltberühmt geworden. Also gar so schlecht scheint Super 8 dann ja doch für die Kreativität nicht zu sein. Mhm. Meinst du, Super 8 hat noch Zukunft? Super 8 hat unbedingt Zukunft. Wir sehen ja hier im Laden, dass der Markt sich vergrößert hat über die letzten Jahre. Ich glaube, dieses Nicht-Perfekte hat in der Zeit, wo alles so super perfekt ist im Digitalen, hat eine Daseinsberechtigung, hat Charme und viele Leute lieben das und junge Leute lieben das. Und da es junge Leute sind, die meistens bei uns als Kunden da sind, kann man doch davon ausgehen, dass das Ganze Zukunft hat. Sehr gut. Du machst ja auch Filmprojektionen, also da gibt es das Stadtflimmern, dann gab es eine Installation mit Ausschnitten aus japanischen Super 8 Schnipseln aus dem Sportbereich. Genau, das hatten wir hier zu unserem 5-jährigen Bestehen. Planst du wieder ein Super 8 Event? Ja, darf ich noch nicht drüber reden, aber plane ich tatsächlich wieder. Es ist immer sehr aufwendig, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist irrsinnig viel Transportiererei. Wir reisen dann ja meist mit 120 Projektoren an, um 100 laufende zu haben. Da bleibt dann der eine oder andere verreckt dann mal auf in den Tagen, wo das spielt. Dann muss man tauschen. Am besten ist, du hast jemanden dabei, der die gleich reparieren kann. Ich hatte das früher bei einer Projektion hier in Berlin. Da hatte ich einen älteren Herrn, der super begabt war, diese Projektoren in Windeseile zu reparieren. Wir konnten immer das, was tagsüber ausfiel, am nächsten Tag schon wieder einsetzen, weil die dann wieder liefen. Aber insgesamt ist es schon sehr erstaunlich, dass gerade eben diese Eumich-Bolex-Projektoren, diese Stummfilmprojektoren dieser Gruppe 610, dass die eigentlich nicht kaputt zu kriegen sind. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, die laufen ja bei uns je nach Event zwischen 3 und 10 Tage, 8 Stunden. Dafür sind die ja nie gebaut worden. Also ein ehemaliger Eumich-Mitarbeiter hat mir kürzlich gesagt, die sind gebaut worden für ungefähr 80 Stunden Einsatz. Ne? Also das wären 10 Tage bei unserer Projektion. Ne? Das war's. Ne? Weil man immer davon ausgegangen ist, dass mehr als 2-3 Stunden pro Jahr diese Geräte eigentlich nicht eingesetzt werden. Ne?
Und die Äumig-Kisten, die halten einfach durch. Ja? Das sind ganz zähe Luder, die halten super durch. Und mit denen fahren wir dann rum und machen diese Projektionen. Besonders gut gefallen hat mir die Einladung, die wir in Wiener Neudorf hatten, also da, wo die Äumig-Projektoren mal gebaut worden sind. Da gibt es ja einen Äumig-Verein und der hat da zusammen mit der Gemeinde Wiener Neudorf so ein Event veranstaltet, wo wir in einem Raum quasi die Herstellung der Projektoren nachgebildet haben. Also wir haben mit alten Industriefilmen, die nicht mehr auf Super 8 existierten, sondern nur noch in einer Überspielung existierten. Das haben wir wieder von Bildschirmen abgefilmt, auf Super 8 abgefilmt und diese Filme dann eingesetzt. Man sah das nicht, das war der Irrsinn. Es sah aus, als wären das die Originale. Und das waren eben alles Filmszenen, die in der Fabrik spielten und die Leute zeigten, wie sie die Geräte hergestellt haben, wie sie morgens mit den Äumig-Bussen, gab richtige Busse, die Leute zusammengesammelt haben aus dem Umland in Wien, sie morgens zur Arbeit gefahren haben, abends wieder zurück. Diese Szenen sind dann da gelaufen und es haben dann alte Äumig-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind da dann hingekommen, haben sich das angesehen. War eine rührende Geschichte. Und dann hat eine Dame, schrie dann da plötzlich und sah da ihre eigene Hochzeit bei dieser Veranstaltung. Da liefen auch Filme aus der Region Wiener Neudorf, die wir gesammelt hatten. Und sie wusste nicht, wo das herkam. Auf jeden Fall war das ihre eigene Hochzeit, die da zu sehen war. Also manchmal hat man bei diesen Stadtflimmern-Ereignissen wirklich so Momente, wo man dann weiß, wofür man das gemacht hat. Ne? Damit Leute ihre Umgebung, ihr Leben aus den 70ern nochmal wiedersehen können. Du bist ja sehr, sehr rührig. Was ist denn so dein nächstes Ding, an dem du arbeitest? Also wir haben hier 2 Häuser weiter, ein noch halb leerstehendes Ladengeschäft, das zu einer Galerie werden soll. Also wir haben ja hier Click und Sur und 2 Häuser weiter soll das dann Click und Show heißen, weil wir haben hier in unserem kleinen Laden ja immer das Problem, dass wir analoge Fotos nicht zeigen können. Da ist einfach kein Platz, das zu hängen, dass wir keine Workshops veranstalten können zur Fotografie, zur Schmalfilmerei. Dafür braucht man einfach mehr Platz. Und ich habe da lange gesucht und durch Zufall kürzlich was gefunden, das nur 2 Häuser weiter ist. Und da machen wir nun also Click and Show oder Click und Show auf, wahrscheinlich im Dezember 2024. Also dann, wenn dieser Film läuft, ist das schon lange offen. Da wird es analoge Fotos zu sehen geben und da wird es dann in 2025 auch Workshops geben. Auch die immer rührige Dagi Brundert aus Berlin wird da ihre Workshops für Super 8 machen. Und wir werden natürlich auch Workshops im analogen Fotobereich dann dort anbieten können. Das ist so das nächste Ziel. Eine sehr runde Sache, eine tolle Ergänzung. Und dann wirst du zum Galeristen. Ja, wenn es mal hier nicht mehr weitergeht für mich, weil ich irgendwie alt und runzlig bin, dann wird es da drüben tatsächlich weitergehen und dann kann ich von dort aus auch meine Zeitschriften weitergestalten. Fein. Ja, die letzte Frage mit der Bitte, sie mit einem Satz zu beantworten, wenn möglich. Was bedeutet Super 8 für dich persönlich? Super 8 ist für mich persönlich eine Rückschau und gleichzeitig die Herausforderung, immer neue Projekte selbst mit diesem Format umzusetzen. War ein Satz. Sehr gut. Vielen Dank, Jürgen. Es war mir ein Fest. Ja, mich jetzt auch gefreut, dass du es hierher geschafft hast. Ja. Super. Ja. Wir sind ja quasi die Hauptstadt, denke ich, des Analogen inzwischen hier in Berlin. Ne? Also früher war das Wien, da war ganz viel los mit Polaroid und Lomo. Lomo ist ja immer noch da, aber Polaroid ist weg. Und ganz vielen Geschäften da Richtung Westbahnhof, ne? Westbahnstraße. Davon ist vieles weg leider, aber in Berlin hat sich über die Jahre viel angesammelt, viel Analoges angesammelt. Allein
die Zahl der Labore, 14 Labore in Berlin, die analoge Fotografie verarbeiten. Wo findet man das noch? Dann 3, 4 Läden, die sich nur um Analoges im Bereich Fotografie kümmern. Und wir natürlich als Spezialitätenhändler für Super 8, da sind und bleiben wir wohl die einzigen, denke ich mal. Und die ewig junge Dagi Brundert mit ihren Workshops und mit ihren Ausstellungen und Projektionen hier. Also Berlin ist schon das analoge Wunderland. Für die Produktion mit Super 8, genau. Für die Präsentation von Filmkopien entwickelt sich Mannheim zum Zentrum. Ich habe mir das sagen lassen. Ja. Und ich werde mir das ansehen. Ich finde das super interessant. Und das ist super schön, dass du da so viel Energie reinsteckst. Ja, super. Ja, danke. Gut, dann machen wir an der Stelle Schluss. Wir verabschieden uns. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen auf Off hoch 2. Und Jürgen, alles Gute für deine anstehenden Tätigkeiten. Jo, besuch uns gerne wieder, dann in der Galerie vielleicht. Genau. Tschüss.